Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, ich bin hier immer noch auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon unterwegs und ich will mir jetzt mal einen Hersteller suchen, der so Kompostiertoiletten herstellt und zeigt. Denn ich habe überhaupt keine Ahnung, was der Unterschied zwischen einer Kompostiertoilette und einer Trockentrenntoilette ist. Und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Wer autark unterwegs sein will, der kommt ja oft am täglichen Geschäft nicht vorbei. Und ich bin hier gerade bei Biotoy vorbeigelaufen und habe den Sascha getroffen. Sascha, was machst du hier? Wo stehen wir hier? Was ist das hier alles? Wir sind hier auf dem Stand von Biotoy. Mein Name ist Sascha. Ich habe 2019 angefangen, mir Gedanken zu machen, ob ich noch in Zukunft Kassetten reinigen will. Ich hatte so die Faxen dicke, immer die Gülle da wegzuschütten und die Kassette zu säubern. Und habe mir dann mal das Thema Trenntoiletten näher angeschaut. Und das Ergebnis ist die kompakteste Komposttoilette mit dem größten Urintank, made in Germany. Sehr gut. Du bist also Camper aus Leidenschaft und hast halt selber gesagt, da muss ich was entwickeln, weil so geht das nicht weiter. Jawohl, ich bin Camper aus Leidenschaft und Maschinenbauingenieur und habe dann die Biotoy 2019 entwickelt. Wir sind jetzt seit 4 Jahren hier auf dem Markt mit der kompaktesten Komposttoilette. Und ja, also, wenn ihr wollt, stelle ich euch mal kurz das System im Detail vor. Total gerne. Also wir haben einmal die Trennung flüssig und fest. Und das Besondere ist, die Biotoy kann ich immer so umbauen, wie ich sie brauche. Je nachdem, was für eine Anwendung ich habe. Wir haben hinten einmal die Kompostierfunktion. Die Kompostierung ist das Besondere. Wir füllen einmal Kokosfasern ein und statt zu spülen, wird einfach nur die Kurbel betätigt. Und dadurch wird das Häufchen möglichst schnell getrocknet. Ah, okay. Also Trockentrenntoilette kenne ich natürlich, ist mir ein Begriff. Das mit dem Kompostieren, das kannte ich noch nicht. Und der Unterschied ist jetzt hier, dass du da ein Rührwerk drin hast. Und das Rührwerk ist dafür da, um quasi die Feuchtigkeit besser aus dem Kot rauszuziehen. Jawohl, wir haben als Erstfüllung, wir füllen einmal diese Kokosfasern rein. Das sind die Fasern außen, wie die Kokosnuss eingepackt ist. Wir füllen es einmal rein und die Fasern nehmen sehr schnell die Feuchtigkeit auf. Statt zu spülen, nach dem Toilettengang wird einfach nur untergerührt und das Häufchen wird möglichst schnell getrocknet. Der Vorteil ist, wir haben einmal eine Trocknung, dadurch reduziert sich das Volumen. So ein Häufchen besteht aus 60 bis 80% Wasser. Die lüften wir dann über unseren elektronisch geregelten Lüfter weg und zusätzlich haben wir noch eine Kompostierfunktion. Mit dem Ergebnis, der Inhalt sieht aus wie Walderde und es riecht auch nach Walderde. Aber ich muss jetzt nichts Spezielles bedenken. Ich kann meinen Toilettengang ganz genau so fortführen, wie ich das früher auch gemacht habe. Also das Klopapier kommt hinten genauso rein? Jawohl. Also wir benutzen die Toilette ganz normal. Trennen, flüssig und fest. Toilettenpapier kommt auch hinten rein. Zum Säubern haben wir immer 2 Sprühflaschen dabei. Ich mache vorne kurz ein bisschen sauber, dass es eben keine Urinreste gibt. Und hinten sprühe ich einmal kurz auf das Toilettenpapier. Dadurch weicht es auf und durch unser Messerwerk wird es zerrissen, sodass ich überhaupt keine Probleme habe, dass sich da irgendwas verhakt oder verklebt. Okay, jetzt würde ja wahrscheinlich meine Frau sagen, Schatz, das Klo machst nur du sauber, weil sie die Befürchtung hätte, ne, dass das eine ganz schön dreckige Angelegenheit ist. Aber du hast mir gesagt, dadurch, dass dem Kot das Wasser da komplett entzogen wird, ist das wie Erde und ich kann das aus dem Behälter rausstreuen. Quasi. Jawohl. Es klebt da nichts fest und es ist nichts Schmieriges und Ekliges, sondern es ist halt wie Erde. Genau, also es ist so wie zum Service, ich ziehe einmal die Kurbel ab, nehme den Behälter raus. Wenn ich es jetzt im Restmüll entsorgen möchte, kommt hier einfach eine Tüte drüber gestülpt. Ich schüttel das raus, wie Erde fällt das raus, Behälter wieder rein, neue Kokosfasern in den Behälter, Klappe zu und das Service ist erledigt. Ah, klasse. Ich brauche nicht waschen. Die Reste, die immer so ein bisschen drin sind, ein paar Krümel, dienen gleich als Kompoststarter für die neue Füllung mit den Kokosfasern. Und Urin, hatte ich gerade gesehen, fängst du da vorne mit so einem kleinen Urintank ab? Jawohl, also es ist der größte Urintank, den es in Komposttoiletten gibt. Wir haben echte 10 Liter. Damit hier auch alles ohne Geruch zugeht, haben wir einen kleinen Geruchsverschluss drin. Für spezielle Anwendungen, zum Beispiel in Tiny-Häusern oder an großen LKWs, haben wir einen Adapter. Da kann man dann den Urin in einen Tank unterhalb vom Fahrzeug ableiten und hat so noch mehr Unabhängigkeit erreicht. Oder im Tiny House muss man sich eben um die Urinabteilung überhaupt nicht mehr kümmern.
großartig, weil ansonsten muss ich ja schon immer möglichst nach jedem zweiten, dritten Toilettengang gucken, ob der Urinkanister voll ist, weil das kennt wahrscheinlich fast jeder Trockentrenntoilettenbesitzer und wahrscheinlich auch Kompostiertoilettenbesitzer. So ein Ding, wenn das überläuft, dann das läuft nur einmal über und dann vergisst man das nicht mehr. Aber dafür gibt es hier so eine kleine Anzeige, habe ich gesehen. Jawohl, aber die Profis, wenn man es regelmäßig benutzt, hört man am Plätschern, wie voll der Behälter ist. Sascha, was mir richtig gut gefällt, ist, dass diese Toilette sehr, sehr kompakt ist und dadurch kann ich sie halt auch überall hinsetzen. Aber wenn ich die mal aufmache, dann sieht die ja jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so wie die Luxusvariante aus und für einen Popo vielleicht nicht ganz so bequem, oder? Ja, also wir haben eine spezielle Form. Diese Form hat auch einen Grund, und zwar für die Jungs ist es kein Problem, flüssig und fest zu trennen. Für die Mädels ist das schon sehr wohl ein Thema. Und damit die Mädels gut trennen, möchte man eigentlich diesen Bereich zwischen fest und flüssig möglichst weit hochziehen. Jetzt haben wir aber Mädels mit breitem Becken, für die ist das kein Problem. Und wir haben Mädels mit sehr kleinen, schmalen Becken, die vielleicht noch in die Grundschule gehen. Stichwort Kindersitz oder Kinderbenutzung. Wenn ich eine ovale Toilette habe, würde ein Kind sehr stark durchhängen und eventuell diesen Bereich innerhalb der Toilette berühren. Das möchte man auf keinen Fall. Damit wir auf der einen Seite gut trennen und auf der anderen Seite auch den Kontakt da mit dem Steg verhindern, sind wir hingegangen und haben die Sitzflächen hier reingezogen. Denn für die Mädels, es passiert ja nur in der Mitte, und mit diesen verjüngten Sitzfläche haben wir das Ergebnis, dass jeder Bobbes gleich durchhängt. Wir können den Steg hochziehen für eine saubere Trennung und trotzdem garantieren, dass auch Kinder den Steg nicht berühren. Wir haben zum Beispiel einen Waldkindergarten ausgerüstet. Die Zwerge benutzen jetzt 3 Biotoys, ohne dass da irgendein Kindersitz montiert werden muss. Guck mal, das ist auch gleich die perfekte Antwort, weil ich hätte auch gefragt, ist das Ding dann überhaupt familientauglich? Aber genau wie du sagst, es ist bei der Trockentrenntoilette bei uns mit unserer Löten nicht ganz so einfach gewesen. Die konnte noch nicht so richtig zielen. Trockentrenntoiletten, man spricht nicht oft drüber, aber für einige Frauen relativ einfach, für andere auch ein bisschen schwieriger. Man muss es erstmal trainieren. Richtig, also man muss als Frau sich ein bisschen auf das System einlassen. Ja. Das ist richtig. Wir haben sehr viele alleinreisende Frauen auch. Also man bekommt es auf jeden Fall hin, aber es ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Das ist völlig normal, dass man Fahrrad fahren kann, aber niemand kommt auf die Welt und kann das von Anfang an. Man muss ein bisschen üben. In der Regel sind es 4, 5 Toilettengänge für eine Frau. Dann hat man das raus, dass man sauber trennt. Wenn man zum Beispiel nur den Urinbereich benutzt, rutscht man etwas weiter nach vorne. Wenn man beide Bereiche nutzt, zentriert man sich mit aufrechtem Oberkörper, gelangt der Urin schön nach vorne und alles ist gut. Aber es ist jetzt auch nicht dramatisch, sollte mal Urin in den Feststoffbehälter mit reinkommen, oder? Nein. Es ist tendenziell, möchte man es verhindern. Wenn Urin und Fäkalien zusammenkommen, dann fängt es an, Gerüche zu entwickeln. Deswegen ist eine saubere Trennung schon wichtig. Wenn jetzt aber in der Startphase, wenn ein neuer Besitzer ist von einer Trockentrenntoilette, Urin nach hinten kommt, es ist kein Drama. Der Lüfter braucht 1 Watt, kann den auch in den Intervallmodus betreiben. Dann läuft es immer 15 Minuten, macht 15 Minuten Pause, weil wir haben ja einen Trocknungsprozess, der ist relativ langsam. Okay. Und wenn ich das jetzt theoretisch selber einbauen wollen würde, theoretisch in mein Fahrzeug, dann hatte ich gesehen, ihr habt hier auch so einen Adapter, um genau diese Luft nach außen zu bekommen, quasi als Stecksystem. Sollte ich diese Toilette dann einfach irgendwo in der Schublade verstecken und immer nur bei Gebrauch rausziehen wollen, dann kann ich die theoretisch Plug and Play an den Lüfter stecken. Also es ist so, wir haben 2 Möglichkeiten zu entlüften. Einmal durch den fest angeschlossenen Lüfter. Dann geht man in der Regel über die Serviceklappe nach außen. Man steckt diesen Lüfterflansch rein und kann dann an der Serviceklappe andocken, um permanent zu entlüften. Oder wir haben auch eine mobile Lösung. Da wird der Lüfterflansch nicht benutzt, sondern es wird unsere Docking Station benutzt. Das können wir vielleicht drüben mal anschauen. Da wird hier ein Schaumkragen montiert und in der Parkposition wird dann belüftet. Und ich kann die Toilette rausziehen, benutzen wie ein Porta Potty, völlig flexibel. Und nur in der Parkposition wird es dann belüftet. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Lösung im Staufach. Die Biotoy ist verräumt im Schrank. Ich nehme die zum Benutzen einfach raus. Hier an der Öffnung liegt dann dieser Schaumkragen an und in der Parkposition wird die belüftet.
Ich habe also eine Komposttoilette, die trotzdem komplett mobil ist. Ja, also das Komplettsystem mit elektronisch geregeltem Lüfter und der Kompostierfunktion sind wir bei 1.300 €. Wir vertreiben entweder direkt über unseren Webshop biotoy.de oder über unseren 45 Einbaupartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die bauen das dann komplett um, also eine Kassettentoilette raus und die Biotoy rein. Im Ausland haben wir in der Schweiz einen Importeur und in Norwegen auch. Weil der Gegensatz nur wenn beides zusammenkommt, wenn es nach das ist ja praktisch. Maße, genau. Und sicher. Das war weit